Kuckuck, einen wunderschönen guten Tag. Wir sitzen hier immer noch. Guck mal. Seit Wochen. Mit einem Kuckuck kann ich gleich Menschen zum Lachen bringen. Ja. Wir sind hier immer noch eingesperrt und es dreht sich weiter um das Thema Leder. Wir dachten, wir machen jetzt mal so einen Kurzabriss, was Material, Pflege, kaufen, wann, wie, wo, was. Alle W-Fragen werden geklärt, hoffen wir zumindest. Und ihr seid einfach ein Teil davon. Also, bleibt unbedingt dran. Wenn ihr Leder zu Hause habt, einfach jetzt in Schale werfen, schmeißen, was auch immer. Und dann seid ihr mit dabei. Geht los. Schwarz und eng, der schwule Fetisch-Podcast. Mit euren Hosts Markus und Alex. Mittendrin statt nur dabei. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier von Schwarz und Eng, dem schwulen Fetisch-Podcast. Und ihr seht es im Video und im Ton werdet ihr es gleich hören. So rum. Wir sind nicht mehr zu zweit, sondern wir sind zu dritt. Immer noch? Immer noch, genau. Heute wieder. Seit Wochen. Seit Wochen. Wir sind raus. Wir sind eingesperrt. Du kommst hier erst raus, wenn diese Folge fertig ist. Ihr könnt es euch vorstellen, in diesem Studio vereint sind Markus, Alex und Alex. Nein, das war kein Sprung in der Platte. Es ist unser Studiogast, Alex. Moin. Moin. Ihr kennt ihn noch aus der letzten Folge. Wir haben ihn einfach eingesperrt für ein paar Wochen. Genau, wir haben gesagt, wir müssen jetzt noch ein bisschen hier weiter quatschen. Die letzte Folge war schon lang genug. Wir machen einfach direkt weiter und genau daran halten wir uns auch. Deswegen solltet ihr jetzt diese Folge vor der vorigen Folge hören. Das macht keinen Sinn. Nee, genau, persönliche Empfehlung, hört bitte erst Folge 16.1. Die heißt 16. Und jetzt sind wir in Folge 17. 16.2 sind wir jetzt. Diese ganzen Podcast-Plattformen kennen nicht Punktfolgen. Das geht nicht. Die zählen nur in ganzen Zahlen. Okay, so. also 16.2. Ich musste gerade, wir haben ja eigentlich verzweifelt Schokolade gesucht. Und jetzt habe ich nur Chips gefunden. Jetzt habe ich das immer noch hinten im Hals drin hängen. Also, ja, und vor allem, das liegt überall im Sofa. Ja, weil ihr nicht essen könnt. Also sitze ich fest. Ihr merkt, ihr seid quasi mittendrin in unserer kleinen Podcast-Party eingestiegen. Zuallererst können wir erstmal wieder sagen, wenn ihr uns hört, gerne natürlich in Fetisch. Zieht euch was Geiles an, zieht euch was an, in dem ihr euch wohlfühlt und vor allen Dingen teilt es gern mit uns, ne? Also, wie immer. Jetzt gerne Leder. Das war jetzt gerade gerne in Leder auch, ne? Natürlich. Ja, immer noch. Und jetzt quasi die Überleitung, ohne das direkt ansprechen zu wollen, habe ich aber gemacht, du sollst sagen, wie man uns markiert, also wie wir heißen. Wie heißen wir denn? Ich glaube, Schwarz und Eng Podcast so. Auf den bekannten, auf der bekannten Plattform Instagram. Deswegen habe ich dich gerade so energisch angeguckt. Ja, ich wusste nicht, was du von mir willst. Okay. Dachte schon, ich soll wieder irgendwas unterzeichnen hier oder keine Ahnung. Ja, du hast ja hier schon rumgemalt. Naja, wie das immer so ist, ihr merkt, gute Laune, Heiterkeit ist auf jeden Fall mit dabei. Und ich freue mich persönlich sehr, dass wir jetzt noch eine Folge machen. Ja. Ja. Es war einfach zu viel. Es war zu viel des Guten. Wir haben ein bisschen gebrainstormt im Voraus für die Lederfolge. Die übrigens wie heißt? Das wissen wir noch nicht. Ein bisschen Leder. Ein bisschen Leder braucht ja jeder. Ja, genau, doch so. Das war, vielleicht heißt es ja auch wirklich so, die erste Folge. Ja. Und die zweite ist ähnlich wie die damalige Rubber-Folge, so ähnlich wie Waschen, Schneiden, Föhnen. Hier bisschen so Kaufberatung, Materialpflege. Kaufen und benutzen steht da. Ja, kaufen und benutzen. Benutzen bin ich ja mal gern dabei. Also. Ja, du lässt dich ja gerne benutzen. Naja, anderes Thema. Okay. Wir fanden einfach, dass das zu viel ist für eine Folge. Die letzte ist ja jetzt auch schon wieder über eine Stunde geworden, irgendwie gefühlt. Ja. Die wird jetzt bestimmt mal kürzer. Ich bin guter Dinge. Ja, also nicht, weil wir keinen Bock mehr aufeinander haben, sondern wir wollen ja auch zeiteffizient sein, haben wir uns ja total. Teils Geld und so. Ja, also wir wollen uns wirklich jetzt mal, wir haben ja quasi in der letzten Folge, die ihr noch hören müsstet, vielleicht vor dieser, haben wir uns so ein bisschen dem ganzen Lederfetisch genähert, quasi im Verlauf der Zeit, auch mit Misterwahlen und so weiter und so fort. Und jetzt wollen wir wirklich mal knallhart auf das Material gehen. Auf das Tragen, das Kaufen, die Kosten, das Pflegen. All das, was wir mit Rubber schon mal gemacht haben. Ich habe ja wirklich gar keine Ahnung davon. Und wir haben ja hier jemanden sitzen, der da Ahnung von hat. Wie praktisch. Von Leder. Von Leder. Ja, das auch sagt, ne? Ja. Also, oh Gott, da wäre ich mir ganz weich. Und was mich persönlich am meisten bewegt bei dem Thema, ist ja so ein bisschen der Übergang hin zu, und dafür werden mich jetzt ganz viele Lederfetisch-Szene, glaube ich, verpönen, hin zu der Übergang zur Modeszene. Weil du jetzt hier so eine hast von weil ich was ja war das, Diesel? Die ist von Diesel, die Hose, die ich anhab. Und ich muss ja fairerweise gestehen, unfassbar viele Menschen auf Instagram feiern diese Hose, weil es einfach mal ein
ein spannendes Bindeglied ist zwischen der knallharten männlichen Fetischszene, die man im Alltag jetzt vielleicht ja nicht so antrifft, hin zu, ich finde das Material Leder einfach geil, das Gefühl, die Enge, was wir schon hatten vorhin in der Folge, den Übergang hin zu, ich kann es einfach kombinieren mit einem sportlichen Oberteil, wie ich jetzt hier gerade. Ja, Und definitiv. Und kann es einfach, wie ich vor ein paar Wochen, einfach beim Musical tragen und es interessiert einfach keinen. Es guckt halt einfach keiner dumm, weil Leder in den vergangenen Jahren einfach immer mehr auch zum Fashion-Objekt wurde oder zum Fashion-Material, sag ich mal. Also alle großen, teuren Modelabel haben irgendwelche schweineteuren Lederjacken im Angebot, Lederhosen im Angebot und davon ausgehend dann auch wiederum günstigere Marken wie jetzt Zara und wie sie alle heißen, findest du auch Leder in schlechter Qualität. Ich will es nicht schön reden. Es ist noch nicht mal Leder, glaube ich. Ich glaube, echtes Leder auch wird es wirklich nicht teilweise sein. echtes Leder, aber halt in wirklich absolut räudiger Qualität. Aber trotzdem, es ist halt für manche, die es sich vielleicht jetzt so eine Mode-Fashion-Lederhose oder eine echte Fetisch-Lederhose nicht leisten können, ist halt das trotzdem ein Einstieg zu, ich fühle mal echtes Leder, auch vielleicht, wenn es günstiger ist. Und ich finde da die Abgrenzung ganz spannend tatsächlich, weil damit habe ich auch angefangen. Also es war gerade neulich eine Modenshow von einer Kooperation, mir fallen die Designer nicht mal ein, aber es war mit Dainese. Oh, geil. Mega. Richtig gut. Und die sahen aus wie klassische Lederkerle. Und ich war auch schon mit dieser Lederhose, war ich in der Elbphilharmonie. Ganz normal herumgelaufen. Es interessiert wirklich keine Sau. Ja. Also Weil das es ist eben ja, durch die ganzen klassischen Modemarken mittlerweile Standard wurde. naja, aber Leder zu tragen hat nur eine sehr lange Historie. Ja, Also noch das dazu, ist ja, klar. also das ist auch in der normalen Hetero-Modewelt ist Leder, eine Lederhose gehört einfach dazu. Meine glaube, Mutter auf- hat auch schicke Lederhosen, also ne? Auffallen tut es halt erst, wenn du, also auffallen im Sinne von, es könnte fetisch sein oder es ist auffällig im Sinne von im Vergleich zu anderen, die in normalen Klamotten Ja, rumlaufen. also- Ist es, auffallen tut es erst, ich finde auffallen tut es erst, wenn du ein komplettes Lederoutfit anhast, unabhängig von der Mütze, Ja. dessen Namen ich schon wieder vergessen Murika, habe. ja. Danke. Ich finde, wenn du jetzt in der Elbphilharmonie im Vollleder-Outfit mit Poloshirt und mit Weste und mit Krawatte und Hose und Stiefeln rumlaufen würdest, dann würde es wahrscheinlich auffallen. Wenn du aber nur die Hose hernimmst quasi, und davon kenne ich auch wiederum einen Bekannten aus Berlin, der in die Oper ganz oft wirklich sehr schick gekleidet geht, mit weißem Hemd, mit Lederweste, Lederhose und Stiefeln, das sieht einfach mega schick aus. Mache ich auch. Ja. Es sieht todesschick aus Ja. einfach. Und dann fällt es plötzlich nicht mehr auf, wenn zum Beispiel einfach ein Modepiece dazwischen ist, also im Sinne von ein Hemd, Ja. ein weißes. Ja. Dann interessiert es plötzlich Sehr gerne keinen mehr. genommen. Ja, und dann noch hier diese Lederkrawatte. Auch in Ordnung. Ja, ja. Aber plötzlich, wenn du das weiße Hemd gegen das, was du gerade anhast, für die im Video zu gucken, gegen ein Leder-Poloshirt eintauscht, dann fällt es plötzlich auf. Ja. Aber ich finde es so lustig zu sehen, wenn ich dann in Leder dann in die Elbphilharmonie gehe. Dann siehst du immer die schwulen Paare, die so ein bisschen bieder da so daherkommen. Und dann mal so, Hat er wirklich? Ja. Kann er das wirklich machen? nee, aber wirklich, aber positiv. Ja. Aber auf der anderen Seite sage ich mir so, man muss es ja halt auch nach außen tragen, um eine gewisse Normalisierung Ist es ja. zu machen. Also ist es mittlerweile, ja wie nur, gesagt. ne? Also, Also ich hatte gehe ja ja gerade schon nicht mit Zeitwand angesprochen, und die ganzen Peitsche. Modemarken Ja. werfen da ja Boss. Sachen auf den Markt. Boss, Groß Zara, jetzt hier, die ich dann habe, ist von Diesel. Ich habe Ja. noch eine Lederhose, die auch ganz viele ganz geil finden, von Karl Lagerfeld zum Beispiel. Die trage ich einfach ständig im Alltag. Und das ist völlig normal. Und das interessiert auch einfach keinen. Ja. So. Also die richtige Einstiegsdroge ist häufig tatsächlich die Motorradkombi. Und dann, wie gesagt, aus den älteren Zeiten mit Tom of Finland, worüber wir das letzte Mal oder was du ja letztes Mal angesprochen hast, das Militärische. Also wenn du dann halt richtig mit Cap und dieses Polizeiautorität in die Richtung gehst. Ja. Also dann hast du ja richtig, dann ist kein Mode mehr, sondern dann geht so Das ist ein richtig. Fetisch-Outfit dann wirklich, Dann ist ganz Fetisch. klar. Ja. Und das Ja. kann man aber halt auch einfach mal, ich finde trotzdem, dass man das Lederfetisch-Outfit eher in der Öffentlichkeit tragen kann, um irgendwie sich in Berlin zum Beispiel zu bewegen, als wenn ich jetzt einfach nur im Full-Rubber-Suit in der Bahn stehe. Weil halt einfach das durch dieses Hautenge ist der Full-Rubber-Suit und das krass glänzende von Rubber immer noch mal viel auffälliger, als wenn ich einfach in einem schicken Leder-Outfit in der Bahn stehe. Naja, Leder ist so ein bisschen auch so Klischee, ne? Also es war ja so, der eine Lederkerl bei YMCA war ja mit dabei
Oder ich muss auch ganz ehrlich sagen, einer meiner Lieblingsvideos, Relax von Frankie Goes to Hollywood. Da gibt es ja die zensierte Version, wo er in so einem Ledersex-Club da sein Lied trillert. Und ja, aber richtig geil. Also das ist wirklich Hardcore-Leder, wie damals Anfang der 80er es gang und gäbe war. Krass, ja. Aber dann gerne hier mit dem Schnauzer und was man alles dazu gehört, ist ja jetzt auch alles wieder in Mode. Aber das ist ja, ich sag mal, in der Gesellschaft ist Leder ja sehr akzeptiert, weil man es einfach von Motorrad kennt, weil man es einfach so aus der Mode kennt. Ich finde, Leder ist deutlich einfacher in der Öffentlichkeit zu tragen als Rubber. Also ist meine Wahrnehmung zumindest. Wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass ich ein Full-Leder-Outfit oder ein Full-Rubber-Outfit anhätte in der Bahn oder in der Öffentlichkeit hier in Hamburg, in Berlin, dann würde es mit dem Leder-Outfit einfacher sein, für mich zumindest, als mit einem Full-Rubber-Outfit durch die Gegend zu laufen. Ja, würde ich auch sagen. Also gerade, weil ich kenne viele Frauen, ehemalige Arbeitskolleginnen von mir, die dann zwar Kunstleder, aber die hatten alle so diese Kunstlederhose an. Ja. Also das war... Kommen wir zu einer spannenden Frage, weil du es gerade hochwirfst. Kunstleder ist ja verpönt wahrscheinlich in der Veganes Leder gibt es ja jetzt auch. Ja. Also... Nee. Okay. Also, ja. Die Frage habe ich mir tatsächlich im Voraus, also ich habe mir ein paar Gedanken gemacht jetzt für die Folge vor allen Dingen, weil ich ja aus der Fashion-Szene eher komme. Und da ist ja Kunstleder ganz hoch im Kurs auch, allein schon wegen der Kosten teilweise auch. Ja. Es geht halt nur viel, viel schneller kaputt. Es reibt sich viel schneller ab als echtes Leder. Aber ich vermute mal, wenn man jetzt mal von der Lederszene spricht, dann ist Kunstleder ja eher verpönt, würde ich mal also veganes Leder, Kunstleder, was auch immer, ist ja eher für den klassischen Lederfetisch unrelevant, oder? Also rein vom Praktischen her, deswegen kommt es ja auch aus der Motorradszene, weil wenn du mit Leder stürzt, schützt du am besten deine Haut und du möchtest nicht vom Motorrad stürzen und eine Jeans anhaben. Oder Kunstleder und sowas. Das ist ja nur brennt Stoff sich oder durch. Plastik. Also Leder hat natürlich eine gewisse Qualität. Dicke, Festigkeit. Ja. Und auch die ganze Polizei und sowas, die ganzen Polizeiniformen, die sind im Ursprung ist das Leder. Und der Geruch ist halt auch nicht der gleiche, ne? Echt Leder zu Kunstleder ist einfach disgusting. Ja. Also ich kenne keinen, der einen Kunstlederfetisch hatte. Also meldet euch gerne. Ist auch gar nicht schlimm. Ja, es gibt sogar einen Baumwollfetisch. Ich fände es wirklich spannend. Also gibt es wirklich Menschen, die einen Kunstlederfetisch haben? Weil ich kenne wirklich nur Menschen in meinem Umfeld, die wirklich auf klassisches Leder stehen. Ja. Also auf echtes Leder. Ja. Aber Geruch, Haptik und alles, was dazu gehört. Ich finde auch Kunstlederfetisch ist da völlig in Ordnung, weil in den letzten Jahren kam ja vor allen Dingen durch Mr. Regilio kam ja ganz viel diese Kunstleder-Tracksuits hoch, die halt einfach bezahlbar sind, die auch glänzen, die auch schick aussehen, die zieht man halt dann dummerweise irgendwie 15, 20 Mal an, dann scheuert sich halt schon der Schritt auf, doof gelaufen. Ja. Das liegt aber halt eher am Material dann. Oder nach 1, 2, 3 Jahren blättert halt einfach Kunstleder mit der Zeit so ein bisschen ab und hast halt irgendwann die Plastikoberfläche übrig. Aber trotzdem glaube ich schon, dass man da einen Fetisch entwickeln kann, zumindest für diese Kunstleder-Tracksuits zum Beispiel. Einfach weil die ja echt optisch schick aussehen. Also als Tracksuit, als Ganzes, sag ich mal. Ja. Hatte ich auch schon. Das ist halt, genau, es ist ja wieder einfach eine Abstufung, die einfach in sich dann irgendwie schick aussieht, es hat was Sportliches, irgendwie was Dynamisches. Hatte eher schon wieder was Sportliches, genau. Glänzt irgendwie. Ja. So, und dann sind wir wieder ganz schnell im Fetischbereich unterwegs. Ja. Und ob das dann Echtleder ist oder Kunstleder. Naja, es geht ja wirklich um diese, sag ich mal, Einstiegsdroge. Ja. Also man fängt ja immer klein an. Ja. Und meine erste Lederhose war gebraucht von Mr. Chaps. Und das kann ich auch jedem empfehlen da draußen. Fangt mit gebrauchten Klamotten an. Gerade bei Leder, das wird ja erstmal nicht kaputt. Wenn es gut gepflegt ist. Es ist ein anderes Thema, weil kann ich ja jetzt ansprechen. Ja. Es ist die Frage mit oder ohne Unterhose in der Lederhose. Ja. Bitte, klären wir das auch gleich. Also ich mache mit, weil ich finde es irgendwie eklig, aber es gibt viele, die sagen rein aus Überzeugung her ohne. Ich will es fühlen.
Ja. Ja. Ja, du, aber fair enough. Also auf der anderen ich habe Seite, mit Rubber auch keine Unterhose an. Ja, aber Rubber kannst du ja schön abwaschen. Das stimmt. Und dann gibt es ein Bad danach. Bei Leder ist es halt, es pflegt nicht jeder. Kannst du auch nicht in die Waschmaschine einfach stecken Nee, wahrscheinlich. kannst du auch nicht. Und Kommen wir ich gleich finde, noch zu. wenn so ein Schweißgeruch oder ein Uringeruch sich in so ein Leder festsetzt, du kriegst es auch nicht mehr raus. Ja, okay. Das ist Und so eine Hose kostet dann halt schon 600 € aufwärts. Würde ich dann halt nicht machen. Aber ist dann halt natürlich eine Glaubensfrage. Geschmackssache quasi. Geschmackssache. Also wir haben uns im Freundeskreis drüber unterhalten. Ich mache es nicht. Ich kenne viele, die das machen. Ja. So what Jeder, sollen wie sie es braucht, machen. das sind ja deine Ich möchte persönlichen deren Gegenstände. Gebrauchte nicht haben. Also, Ja. Aber um nochmal auf Mr. Chaps zurückzukommen, wenn wir schon beim Thema Gebrauch kaufen sind. Mr. Chaps ist ein Laden in Hamburg an der Langen Reihe, die eigene Ledersachen machen, die aber auch ein Schneiderei. Schneiderei. Also okay. das ist eine Manufaktur. Da kommen die ursprünglich her. Die gibt es auch schon sehr lange. Ja. Und die haben aber auch in ihrem Ladenbereich, im hinteren Bereich, einen Second-Hand-Bereich, wo Genau. du als Privatperson Sachen abgeben kannst und die quasi für dich da aushängen und gegen eine gewisse Provision, sag ich mal, dann, wenn sie verkauft werden, verkaufen. Ja. Genau. Und das finde ich ziemlich cool, weil da habe ich auch schon tatsächlich die eine oder andere Sache gebraucht mal gekauft. Und was auch so erstaunlich ist, wo jetzt gerade Easter Berlin war, da war ja auch ein Gebrauchtmarkt im Secunda Casa. Das war voll. Oder auch auf der Darklands, der gebraucht. Ich weiß nicht, ob das bei Darklands da war eine Schlange davor. Also ich meine, dieser Gebrauchtmarkt ist immens. Also letztes Jahr war ich nicht da, aber dieses Jahr war ich nicht da, aber letztes Jahr bei Darklands, die Schlange war einmal durchs komplette Darklands gefühlt. Echt? Für den Second-Hand-Markt. Ja. Krass. Und dann gibt es noch Second Skin, das hatten wir schon mal erwähnt, für gebrauchte Gear oder für gebrauchtes Rubber. Ja. Das geht natürlich auch für Leder. Also online. Bei Second Skin online, genau, die Plattform. Wobei, da muss ich vorwarnen, also entweder man kennt ganz genau seine Größe und weiß ganz genau, was man mag, aber gerade bei Leder, und da hing ich schon verzweifelt mit Tränen im Gesicht bei Mr. Chaps, da steht 32 drauf und entweder die geht es gerade mit so einem Kniebeuge oder die geht mir hier bis zur Nasenspitze, also du weißt es nicht. Also die Marke Zahl, ist vielleicht unterschiedlich, die Größe. Ja, und auch der Pflegestatus der einzelnen Lederklamotten ist auch immer sehr unterschiedlich. Ja. Also ich gucke mir das dann schon gerne an und probiere das halt auch an. Es sei denn, sagen wir mal, Oberteil oder sowas, also oder so eine Jacke, also das ist Wumpe. Ja. Aber bei Hosen finde ich das immer, muss man wirklich aufpassen. Allein schon der Schnitt, wie hängt es am Hintern, wie hängt Du es weißt vorne es nicht, rum? ja. Das Genau, ist bei Rubber das ist so ein ja bisschen einfacher, aber wenn du da bei einem Hersteller deine Größe kennst, Rubber dehnt sich mit der Zeit nicht oder leiert aus oder sonst was. Bei Leder ist es ja so, das können wir auch gleich ansprechen. Ich habe die Erfahrung gemacht, ich hatte in Berlin bei Mr. B im Store mal eine Lederhose anprobiert und hatte auch von Freunden vorher schon die Info bekommen, Achtung, nur mal kleiner kaufen. Leder weitet sich ja mit der Zeit, mit Tragen und mit Wärme. Und da auch wilde Geschichten gehört im Sinne von, du ziehst die Hose an, liegst dabei am Boden und 2 Verkäufer versuchen die Hose zu machen. Und die ersten Male, wenn du sie anhast, wird wirklich ganz doll wehtun und Blasen machen, wunde Stellen machen, was auch immer, bis sie sich dann mal an deinem Körper anpasst. Also das ist ganz schwierig, da die richtige Größe zu finden. Und gerade wenn man es dann gebraucht kauft, zu wissen, in welchem Gebrauchszustand die ist, wie weit die schon geweitet ist und so weiter. Da ist schon was dran, oder? Ja. Also ich lege mich auf den Boden und 2 Verkäufer machen die Hose zu. Hatte ich, ja. Also das ist ein bisschen erniedrigend, aber das ist, nee, du fühlst dich echt, also wie so ein Elefant in so einer Leggings. Also das ist, aber egal, Aber gehört wohl crazy. irgendwie dazu. Und klar, irgendwie auch das, ich sag mal, warum ziehe ich gerne Rubber an, warum sitze ich gerne auch in einer Motorradkombi irgendwo? Ich finde halt das Gefühl geil. Ich mag, dass es halt am Körper anliegt. Wenn die so, 3 Kilometer zu groß wäre, ja. Ich merke halt jetzt, die ist gerade ein bisschen luftig, weil ich habe auch zum Beispiel keinen Rückenprotektor gerade drin. Ja. Den habe ich halt zu Hause gelassen. Ja. Deswegen obenrum ist gerade angenehm Platz. Wenn der noch hinten drauf ist, dann ist es auch gut kompakt gefüllt. So. Aber das Dann ist halt es am geil. Ende da, um dich zu schützen beim Motorradfahren. Ja. Aber es fühlt sich auch gut an. Naja, aber da würde ich an jedem da draußen den Tipp geben, fangt klein an, holt euch eine Hose oder eine Oberteil und dann kann man so langsam reinsteigern. Und weil Leder auch gerade von Älteren getragen wird, ist es unfassbar kostenintensiv. Ja. Also so eine Hose, da fängst du bei 600 an, so ein Lederhemd ab 500, dann noch so eine richtige gute Jacke bis bei 800.
Also Jacken, Lederjacken, da Leder, bist du ja das ist schnell weit Wahnsinn. über 1000. Ja. Ganz schnell. Ja. Also deswegen gibt es auch meinen Tipp, zum Beispiel, wenn ihr zu Louis oder zu irgendeinem Motorradausstatter, zu Polo oder sonst wo, guckt da mal, was da hängt, ist auch vollkommen in Ordnung. Und die haben auch sehr einen guten Schnitt, einen modernen Schnitt, muss auch nicht immer schwarz sein. Es muss ja nicht aber unbedingt gleich aus dem Fetisch Nein, sein, muss sondern ja es nicht. Wie du schon sagst, also der Ursprung ist ja Motorrad. Ja, genau. Also Und deswegen ist es ja ich vollkommen muss mich ja legitim. outen. Ich hatte ja auch, das hatte ich glaube sogar schon mal erzählt, bei Louis auch schon mal eingekauft. Die gibt es ja in Deutschland überall. Das ist ja so ein Motorradfachhandel, die auch einen Outlet-Bereich eigentlich in jedem Store haben. Ja, in Hamburg und da habe ganz ich mir riesengroß. in Hamburg, genau, in der Wendenstraße. Es ist ja auch eine Hamburger Firma, muss man ja auch sagen. So. Ja. Da habe ich damals ganz verschämt eine Kombi gekauft damals, eine Einteiler-Kombi, die ich exakt einmal anhatte und dann super unbequem fand und dann wieder verkauft habe. Das ist immer jetzt damit auf Toilette zu gehen, ne? Ja, auch vor allen Dingen den ganzen Tag auf einer Party zu stehen, weil ja eine Kombi, eine Einteiler-Kombi, versucht dich ja eher in diese Sitzhaltung zu bringen, auf dem Motorrad, also nach vorne gelehnt. Und das fand ich irgendwie am Ende unangenehm und am Ende des Tages habe ich dann halt an dem Abend bei dieser Party auf Rubber gewechselt. Ja. Ich finde Einteiler ja geil und auch schön anzusehen. Aber Zweiteiler ist einfach gerade zum Motorradfahren auch pragmatischer. Und auch jetzt zum Sitzen wahrscheinlich auch einfach. Auch total. Ja, und ich könnte im Zweifelsfall auch, wenn man mal mit Motorrad dann fährt und eine Pause macht, Jacke auf, einmal kurz den Reißverschlüssel mit auf. Ich mache meistens noch den Knopf von der Hose auf, damit die Plauze rauskommen kann. Aber es ist halt sofort angenehm, ne? Also dann ist das halt einfach pragmatisch. So. Ich finde, das sieht immer aus wie ein Strampler. Also ich bin ja nicht so, ich bin ja nicht so ein Einteiler-Fan. Also gerade die ja wirklich mit 2 Reißverschlüsseln, wo vorne diesen Latz runterklappst. Ja, die sind nicht so geil. Aber es gibt ein paar Deniers-Einteiler, holla die Waldfee. Ja, ich hatte gerade auch schöne Farbkombinationen, da ja, und wenn dann noch nicht so ein Scotch ist und sowas, ja. Ja, ist schon lecker. Könnte man mich mit haben. Ach, das hast du. Ja. Hoppla. Ja. Genau. Leder, Kunstleder, ich versuche gerade ein bisschen aber kurz zu scannen, was in diesem Skript gerade steht. So. Genau. Und kaufen. Du hast gerade gesagt, ist teuer. Im Endeffekt, ich versuche gerade so ein bisschen analog zu unserer Rubber-Folge zu gucken. Wie sind wir daran gegangen? Da haben wir auch über Preis gesprochen. Klar, es gibt natürlich auch günstige Sachen. Es gibt aber auch ja die Möglichkeit, also gerade wenn man jetzt so bei Mr. Chaps zum Beispiel guckt, wo es ja um eine Maßanfertigung geht, da passt es einem dann auch. Da kann man ja die Garantie im Endeffekt drauf geben. Und man kann es ja auch so ein bisschen customizen. Also sei es jetzt mit irgendwie Farben einarbeiten oder irgendwie ein Steppmuster drauf machen. Also da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Hast du damit irgendwie schon auch selber experimentiert? Ich sag mal, mit Farbe oder bist du eher oder der klassische schwarze Ledermensch? Ich habe auch grau. Aber das ist, wie gesagt, eine Frage des Geldes. Kai, mit dem ich kandidiert habe, der hat ja irgendwie den ganzen Regenbogen an Lederhemden bei sich zu Hause. Und das wäre mir persönlich zu viel. Also ich reduziere wirklich, was ziehe ich überhaupt an? Ja. Und ich kenne viele oder die halt auch Motorradkombis, die haben da richtig den Fetisch. Die haben einen Raum voll mit Motorradkombis. Wann zum Kuckuck ziehen die das Ganze an? Ja. Also deswegen, ich habe nur dieses Jahr und Customize, übrigens auch TÜS kann man empfehlen, die das machen. TÜS aus Berlin? Aus Berlin, genau. Ja. Aber man muss es irgendwann auch mal anziehen. Den Anspruch habe ich ja auch und ich sortiere auch immer wieder mal aus. Ja. Musst du. Musst du. Und ich habe mittlerweile festgestellt, auch bei Rubber, da sind wir uns vielleicht ähnlich. Bei Rubber gibt es ja auch alle möglichen Kontrastfarben und Streifen und hier komplett Rubber in Farben. Ich habe am Ende festgestellt, ich habe irgendwie immer die Suits an, die halt komplett schwarz sind. Ja. Irgendwie ist das halt die Urfarbe, ähnlicher wie beim Leder wahrscheinlich auch, so ein komplett schwarzes Lederoutfit. Also wie bei mir, ein ganz schwarzes Rubber-Outfit. Naja, es ist ja mittlerweile der Trend, also das ist sogar braunes Leder wird gerne mittlerweile genommen und grün. Also es wird Aber schon das kommt ja aus bunter. der Uniform auch so ein bisschen, oder? Braunes Leder oder grünes Leder, so ein bisschen aus den Uniformen, Polizei, whatever. Du, bei Easter habe ich Sachen gesehen, also erstmal die Kanadier, die mit dieser Ranger-Uniform, also dieses rote mit diesem Dingsbums-Hut, komplett in Leder.
Spannend. Okay. Nee, aber wirklich, Ja. also auch da ist mittlerweile eine Diversität und wenn du es gerade im Maß anfertigst, Rubber ist ja auch, die sind ja teilweise Dainese oder diese Puppy Hoods, die sind ja auch so customized, also das ist Wahnsinn und Vielleicht muss ich da einen ganz kurzen Einschub machen, im Zweifel, um mich mal wieder unbeliebt zu machen. Ja. Wir hatten eine Zuschrift von einem, entweder war es bei mir persönlich oder auf dem Instagram-Account, aber zum Thema Uniformen. Das Thema hat in meinen Augen Grenzen und das ist nämlich beim Thema Uniformen aus der NS-Zeit. Da hatten wir eine Zuschrift, hast du sie auch gelesen? Ich hätte das gesehen, du hast wo wir darauf auch sagten, geantwortet, wir sagen da mal was zu, wenn es passt und ich glaube, das passt jetzt gerade, weil wir beim Thema Uniform sind. sehr umstritten, ja. Es ist sehr umstritten. Ich platziere mich da ganz, ganz klar, habe ich auch geantwortet und das mache ich jetzt auch gerne hier. Ich finde, wenn es Uniformen aus dieser Zeit sind, wo so viel Gräueltaten passiert sind, dann hat das nichts im Fetischbereich zu suchen. Ja. Ganz klar, Punkt. Und Kann ich verstehen. Und da hat das auch mit Fetisch nichts mehr zu tun, da habe ich doch keine Akzeptanz für ausnahmsweise. Weil einfach das mit so viel Scheiße verbunden ist, die vor 80 Jahren da passiert ist. Ja, natürlich kann man sich seinen Fetisch am Ende nicht aussuchen, aber man muss auch den Respekt davor haben, zu sagen, andere finden das ganz furchtbar. Und das hat auch wirklich nachvollziehbare Gründe. Also da hat das Thema Uniform, finde ich, irgendwo eine Grenze. Ich habe jetzt an Ostern zum Beispiel keinen gesehen, damit ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber Schon ewig nicht mehr, aber ich habe den mal tatsächlich gesehen. Ja, das sieht man auch im Internet immer wieder mal bei Twitter und X und so. Und ich war entsetzt, aber ich war so, aber das war so ein bisschen so, oh Gott, was sehe ich jetzt hier? Sagst du jetzt was? Und so, das ist so. Ganz schwierig, dass das Leute nach außen tragen. Ja. Ich finde es generell ein schwieriges Thema, weil es ist ja auch mit dem Spiel mit dem Verbotenen. Also ich glaube nicht, dass sie wirklich die politische Ansicht teilen. Selbst wenn sie es tun oder auch nicht, ist ja egal, aber also du repräsentierst ja mit dieser Uniform, egal ob du es im Endeffekt repräsentierst oder nicht, mit dieser Uniform repräsentierst du ja automatisch das von damals so ein bisschen oder wärmst es wieder auf. Und das finde ich halt schwierig. Ich finde Skinheads aber auch schon schwierig. Also das ist so, ist ja auch eine eigene Kategorie. Das ist auch eine, da haben wir auch tatsächlich noch im Backlog, sage ich mal, irgendwie ein Thema zu, weil das ist auch was, wo ich gar keine Berührungspunkte bisher zu hatte. Aber wenn wir bei den Uniformen bleiben und da ganz klar bei den NS-Uniformen, ich finde, da darf man auch mal ganz klar sagen, es hat irgendwo Grenzen, das Thema Fetisch. Ja, man hat sich den Fetisch nicht ausgesucht, das hatten wir in der vorletzten Folge jetzt erst. Aber ich finde, die Außenwirkung, die man damit produziert oder andere verletzt, die ist so viel größer, als dass man seinen eigenen deplatziert. Gerade in der Zeit, wo wir ja nach Toleranz, für Toleranz kämpfen oder jetzt wieder eigentlich eher Anfeindungen haben aus der rechten Szene, wenn ich da mit einer NS-Uniform rumlaufe. Es ist einfach schwierig. Es ist einfach ein ganz schwieriges Thema. Also das musste ich jetzt an der Stelle platzieren, weil ich es auch versprochen habe in der Nachricht und das passt vollkommen einfach gerade. in Ordnung. Von daher können wir jetzt auch wieder zurück zum Tagesordnungspunkt. Ich kann noch was dazu sagen. Also es gibt in Berlin dann halt auch mal ein Ledertreffen. Im privaten Umfeld. Und da gab es dann aber auch explizit diese Benachrichtigung, Leute, die damit ankommen, kommen nicht rein. Also es gibt die Leute, die damit herumlaufen. Wie gesagt, ich finde, die Breeches ist für mich auch schon so, vielleicht auch eine Reiterhose, kann man sie ja auch nennen, aber meins ist es nicht. Ich mag das lieber, diese sportliche und so. Ja, aber die reine Breeches-Hose zum Beispiel ist ja erstmal nichts Verwerfliches. Allein der Bluff, das hatten wir in der letzten Folge, der Bluff-Verein ist ja davon hergekommen. Aber ich rede jetzt ja wirklich von den kompletten. Also die haben sogar die verbotenen Symbole. Genau. Also ich rede hier wirklich nicht nur von, also ich rede hier nicht, dass wir uns nicht missverstehen, von einzelnen Hosen, sondern ich rede von einem kompletten NS-Uniform-Outfit. Und das finde ich verwerflich und da stehe ich auch zu. Und wenn uns deswegen jemand entfolgt, dann darf er das gerne tun. Dann haben wir halt einen weniger. Ist okay. So, zurück zum Thema. Wo waren wir denn stehen geblieben? Genau, also tatsächlich, wir waren jetzt ja beim Thema, wir hatten Kaufen durch, wir haben ja geguckt, so um und bei, wie viel Geld muss man eigentlich in die Hand nehmen? Viel, das hatten wir immer wieder mal angerissen, aber wo sind wir denn wirklich? Also jetzt mal Outfit-Check quasi. Wie viel hast du für deine Stiefel ausgegeben? Die sind gebraucht. Die habe ich von Mr. Chap gebraucht gekauft. Was würden die? Aber das waren immer noch 150. Aber und neu würden die kosten?
keine Ahnung, ist das eine bekannte Marke? Ich habe keine Ahnung, aber ich kenne andere Stiefelhersteller. Also wenn es nur richtig diese High-Class sind, dann bist du über 1000, kannst du da ausgeben. Ich wollte gerade sagen, ich habe einen Freund, der wohnt in Hamburg, der sitzt in Ruhrpott gezogen, der hier die Kinky Hub, liebe Grüße, mit organisiert. Der hat sich auch ganz stolz vor 1-2 Jahren Lederstiefel gekauft und der war da, glaube ich, auch ganz schön viel Geld für los. Ja, und da reden wir nicht von 150 €. Krass. Ja. Ja. Also da sehe ich überhaupt nicht ein. Also ja, aber da musst du Geld in die Hand nehmen, im Zweifel, wenn du wirklich ein Outfit haben möchtest und es nicht gerade gebraucht findest, zufällig in deiner Größe, bist du da schnell ein paar 100 € los. Für die Boots alleine schon. Ja. So, und dann die Hose bist du auch schnell, hatten wir vorhin schon. Das sind so 500 bis 600, aber das ist Chaps, Custom Made. Ja. Genauso hier die Weste. Die Weste, die du anhast, was kostet so eine Weste? Warte, ich habe, glaube alles, also ich hatte die beiden zusammen, war ich Ungefähr. 900 bis 1000. Für die Weste und die Hose zusammen. Ja. Okay. Dann das kommt Hemd, bist du Hemd. auch nochmal bei 600. Ja. Handschuhe bist du dann auch gerne locker bei 80. Krawatte ebenso. Ja. Wenn ich jetzt mal zusammenrechne, sagen wir mal 200-300 für die Boots, egal ob gebraucht oder neu, ne, plus die Hose 600 sind 800, plus das Oberteil, was hatten wir, 400-500 fürs Oberteil, weit über 1000 schon, aber bist du bei 1.500 €. Und du hast gerade keine Jacke an, muss man fairerweise dazu sagen. Das heißt, wenn man jetzt die Jacke noch dazu rechnet, bist du bei schnell 2.500 €. Ja. Und vor allem, das ist noch relativ, sagen wir mal, die günstigen. Ja. Wahnsinn, ey. Ja. Alter, bist du im Rubber-Bereich, hast du dafür ja kann sagen, bist du dreimal gekauft. Naja, aber dann darfst du auch nicht vergessen, also ne, ich habe 2 Hosen, 2 Hemden und ich glaube noch so ein paar Da musst du, Kleinigkeiten. Wenn du dazu im Event reist, dann musst du einen kleinen Transporter mieten, ey. Also das hat ja auch wirklich Volumen. Das ist auch immer wunderbar. Du siehst, wenn die Lederleute ankommen mit 2 großen XXL-Koffern. Ja. Die wirklich schwer sind dann auch. Ja. Sag ich auch, buch doch gleich einen 20-Fuß-Container. Ja, das ist wahrscheinlich einfacher. Ja. Wie ist das, krass. wenn du jetzt bei Veranstaltungen bist und dann geht's um die Pflege tatsächlich. Wie pflegst du dein Lederoutfit? Also wie wäschst du das? Was machst du nach dem Waschen? Also beim Rubber hatten wir es ja tatsächlich mit Wasserbad, bisschen Latexpflege ran oder mit Spüle erstmal auswaschen, dann Rubberpflege ran, das Öl und dann irgendwie einmal in den Schrank und Abfahrt. Wie machst du das? Also erstmal muss man sich dazu überwinden, das Leder auch zu flinken. Leider Gottes, denn Leder ist ja robust, aber trotzdem wollen die halt auch ein bisschen Liebe haben. Und du willst ja auch noch du etwas hast ja auch davon haben. Schweiß, den du ablässt auf das Material. Naja, von innen drin, das ist ja nicht, was ihr meint, mit oder ohne Unterhose. Ja, oder aber selbst sowas. selbst mit Unterhose hast du ja dein komplettes Bein, das ja auch schwitzt. Also normale Hosen Ja, aber das wäschst du nicht. Ich weiß, aber deswegen ja die Frage. Normale Hosen, da schwitzt du ja mit der Zeit auch. Ja. Die wäscht man ja irgendwann einfach mal. Ja. Bei einer Lederhose, ich sag mal, ab dem Teil der Boxershort, die du vielleicht anhast, schwitzt du ja trotzdem voll. Also innen drin hast du ja meistens sowieso Rauleder. Ja. Und nicht Glattleder. Ja. Also das ist sowieso Rauleder, das kriegst du ja nicht so gereinigt. Ja. Also die Reinigung, die ich mache, ist meistens äußerlich. Okay. Und man kann es auch Und nicht irgendwo dann- zur Reinigung bringen, dass es auch mal von innen gereinigt wird, wenn man das Bedürfnis hätte? Oder? Habe ich keine Ahnung. Krass. Also ich mache das immer selbst und ich kann empfehlen, also mein Liebling ist Sattelseife. Also, ne, was die dann... keine Sattelseife heißt aus dem Reitbereich Aus dem Reitbereich, quasi? Ja. genau. Und dadurch wird das Leder schön geschmeidig, kriegt nur noch so einen Glanz und es ist halt auch krass, wenn man sieht, was da alles runterkommt. Also mit der Seife, Also es macht man das wirklich so- feucht? Macht man das feucht? Feucht mit einem Schwamm und dann Ja. Und mit dieser so Seife rüber und dann sowas, und okay. machst du und machst so ein kleines Bädchen oder sowas. So mache ich dann tatsächlich meine Motorradkombi auch immer. Und das Und macht dann es mache auch ich wieder tatsächlich, glatt dann und ich weiß geschmeidig? nicht, ob mich jetzt jemand dafür erschlägt, aber ich mache einmal dann so auch mit dem Wasser drüber, damit alles runterkommt. Ja. Wird dann sofort abgetrocknet und dann kommt hier die Politur drüber. Was ist das für eine Politur? Ich bin doch... Guck mal, der Bestens Werbebeginn. Ja. Delara. Ja, das habe ich irgendwie bei Amazon mal. Okay, also Ja, einfach das eine, finde ich ist mega. eine Lederpflege zum Imprägnieren von glatten Normalleder und zur Pflege. Okay. Genau, ja. und das gerade beim schwarzen Leder hast du ja häufig, vielleicht kennen das einige, dass du so Stellen hast oder es wird rau oder du bist irgendwo dran gekommen und sowas. Das kannst du damit schön, du sagst es nicht, achso, mit einem Schwamm. Ich dachte, er will das jetzt probieren. Ich war auch so. Ja. Also ich hab Aber ist gerade geil, ne? für die nicht zugucken, ich habe gerade von dieser Lederpflege ein bisschen was auf meine Lederhose aufgetragen mit der Hand. Ja. Und riecht es verdammt geil.
Und B, macht das einen ganz schön geilen Glanz auf meine Ich wollte gerade Lederhose. sagen, da kommt sofort Glanz drauf. Holla, die Waldfee. Hallo. Ja, Ich meinte so. vorhin schon zu Alex, es müsste eigentlich schwarz und eng und glänzend heißen, ne? Also, Oh ja, ich mag das. Also, okay. Also Ja. damit könnte ich ja tatsächlich Zack, auch meine. verkauft. Damit könnte ich ja auch meine Fashion-Lederhose, zumindest die schwarzen Teile, einreiben damit. ja. Interessant. Dann würde das noch ein bisschen mehr glänzen und geschmeidiger sein. Ja, Ja, man muss sich halt drum kümmern, ne? Also gut, das Ist bei am Rubber Ende- ja das Gleiche. Aber ich sehe es jetzt ja auch aber bei meiner- Rubber, da bist du ja wirklich, da musst du. Bei Leder musst du leider nicht unbedingt. Ja, ja. du könntest es auch einfach schleifen Naja, lassen. meine Lederkombi hat jetzt auch noch ganz viele tote Fliegen und Fliegenscheiße drauf. Ja. Weil ich. Vom letzten Jahr. Ja, nee, tatsächlich, das ist noch von diesem Jahr Vom schon. diesem weil Jahr? ich mache es eigentlich Also, immer, dass ich zum Herbst Frühlingsstil. hin mit der letzten Tour dann die Kombi komplett reinige. Ja. Das ist halt aber auch wirklich ein sehr aufwendiges Ich Projekt. weiß. So. Ja, ja. Das ist halt wirklich, ich mache das mal für meine und für die von meinem Mann zusammen. Da stehe ich dann halt auch einfach mehrere Stunden und wasche. So. Krass. Und danach ist auch einfach so. In der Badewanne? Ich mache Badewanne, ja. Ich auch. Dann wird Da immer kannst du mit das dem aber, ganze du legst, Baden aber du halt. legst es Und nicht in das Sattelseife? Wasser rein, oder? Nein. Ja, okay. Nur Oberfläche quasi Ja. mit dem Schwamm oder mit Aber da einem, kannst du ja. halt, weil gerade mit dem Schwamm und mit dem. kannst du immer schön wieder mit der auswaschen, den Sattelseife, Schwamm und genau. sowas. Ja, ja. Da kannst du halt schön drüber gehen. Aber es ist halt echt aufwendig. Ja. So Naja, in der glaub ich, Leder. Also, hast du eine Unterhose drunter? Nicht, ja. Ich habe eine Unterhose dran. Ja, ich habe sie vielleicht schon 1-2 Mal im Bett angehabt und fand es ziemlich geil und hatte Ohne einfach nichts Unterwäsche. drunter. Wenn wir schon dabei sind. Also ich finde euch ja da echt, ging auch nichts echt daneben. pervers. Du bist ja echt pervers, Alex. Ich weiß, ich bin ein versautes Stück. Ja. Genau, nee, aber tatsächlich, das ist halt aufwendig, man muss es machen. Aber ich finde, die Lederkombi, die verzeiht halt, oder Leder verzeiht mehr als ein Rubber, weil Ja. ja, in definitiv. Rubber würde sofort das Material angegriffen werden. Hier ist es halt einfach, mein Gott, ist halt Dreck drauf. Ne? Genau, also Leder ist, glaube ich, deutlich more, mir fällt das deutsche Wort nicht ein, durable. Ist das Robust, englische Wort? strapazierfähig. Robuster, strapazierfähiger, danke, Ja. als Rubber. ja. Ja. Gerade Wobei- auf den langen Atem hält Leder deutlich länger. Wobei, wenn du tatsächlich in dieser gebrauchten Warenecke dann herumstöberst, du siehst schon den Unterschied zwischen den Klamotten, die gepflegt worden Ja. sind und die noch nie gepflegt worden sind. Ja, weil Das das, glaub auch, ich. das wird ja stumpf mit der Zeit und hat Nee, da gar ist nicht ja mehr. richtig eine Dreckschicht drauf. Also Ja. wenn Aber die dieser- kriegst du auch wieder weg im Zweifel, Ja, oder? natürlich. Mit Mühe. Geht ja Aber alles runter. Arbeit- Wenn Rubber Ja, halt kaputt ist, ist es Arbeit, kaputt. Arbeit. Arbeit. Wenn Rubber halt Rubber Crepes hat, ja. dann ist es halt einfach kaputt. Ja. Wenn jemand es nicht gescheit gepflegt hat und die ganze Zeit Ja. Pisse, Kamm, was auch immer draufgelassen hat, Ja. Ja. dann ist halt vorbei. Ja. Dann brauchst du es auch nicht einfach nicht mehr kaufen. Ja. Also das ist so. Wie ist das mal für mich? Gut, das hatte ich beim Rubber auch gefragt. Mittlerweile habe ich eigene Erfahrungen gesammelt in Läden. Thema Anprobieren in irgendwelchen Stores ist ja wahrscheinlich gar kein Problem, oder? Also Wahrscheinlich sogar noch Ja, gut, einfacher als man bei braucht Rubber, halt- oder? Gehe ich mal von aus. kostet Naja, halt- also das sind ja alles sehr gute Verkäufer. Also die Ja. gucken dich an und sagen, hier, zieh mal an. okay, ja. Was gäbe es denn da für Stores jetzt so über Deutschland verteilt zu empfehlen? Also in Hamburg haben wir Mr. Chaps. Ja. Hatten wir gerade schon. In Berlin hatte ich Mr. B schon mal was anprobiert. Ja. R&Co. R&Co, okay. Finde ich Das ist auch in sehr der Nähe vom gut. Neuendorfplatz. Ja. Tüsk, wie gesagt. Tüsk in nimmt dann Berlin von auch wiederum, seinen, ja. Der hat doch gerade einen neuen Laden bezogen, München oder? Spexter, glaube ich, hat ja auch Spexter, Ledersachen, ne? Ja, aber da war ich noch nicht drin. Die versuchen natürlich in ihrem Ladenbereich so alle Fetische abzudecken. Ja, die haben sehr und viel deswegen von allem. ist das halt immer so, haben sie eine Lederecke und sowas. Klar. Also Fallen da irgendwo anders noch Läden ein? Also da Nee, bin ich jetzt halt raus. spontan Auch- nicht, aber deswegen ist es ja, wenn die Leute, wenn Darklands und sowas, dann gibt es die große Shoppingtour. Ja. Klar, bei Darklands sind ja alle großen Marken vertreten, da gab's Leder und alles. Ja. Für euch. Wenn jemand einen guten Lederstore kennt, ähnlich wie wir es bei Rubber gemacht haben, schreibt es doch in die Kommentare, wenn wir zu der Folge mal ein Reel veröffentlichen. Hilft anderen bestimmt auch. Die Gebrauchtläden hatten wir ja so ein bisschen online. Second Skin, Hamburg Mr. Chaps. Es gibt bestimmt auch noch mehr Läden in Deutschland mit Gebrauchtmarkt. Aber auch für die im Endeffekt Leder auf Maß machen oder Leder in einem Laden verkaufen, wo man einfach mal was anprobieren kann. Die Frage kommt bei mir wahnsinnig oft an, nach wie vor immer noch, wo kann ich mal Rubber anprobieren? Und das ist halt ganz oft einfach die Antwort Black Style in Berlin, weil die halt einfach einen riesengroßen Bestand im Store haben, Ja. wo du halt was anprobieren kannst. Und das gibt's ja für Leder teilweise eben auch. Und am besten außerhalb von diesen Events. Also ich würde Ja, jetzt ja, nicht unbedingt. zu Easter Nicht oder zu zur Easter oder zur Fall Folse, um gehen. nach Berlin fahren, um Wenn ihr mal ein Leder schönes anzuprobieren. Wochenende habt und schaut vorbei, macht dann Ja, ja. diese Shoppingtour. Ansonsten ist es halt echt. Dann
können sich die Verkäufer einfach auch viel mehr Zeit nehmen für dich. Ja. Ja. Und das bringt dann auch Spaß. Und bei Leder, kleiner Tipp, den Fehler habe ich gemacht. Probiert das in einem Store vielleicht nicht unbedingt im Hochsommer an, wenn es über 30 Grad hat. Denn sowohl bei Rubber als auch bei Leder macht das einfach bei der Hitze keinen Spaß, weil wenn du das Schwitzen anfängst, dann ist halt echt vorbei. Ja. Ich habe schon bei Rubber tatsächlich, im Januar war das, oder im Februar. Ja, du schwitzt ja immer. Oh Gott. Aber stell dir mal vor, es wäre im Hochsommer gewesen. Ich wäre gestorben. Ja, eben. Ich hätte auch gesagt, nö, ich will jetzt auch keinen Rubber. So. Also da wäre ich auch beleidigt einfach weggegangen und gesagt, nee, ist mir jetzt auch zu anstrengend, hier zu viel Arbeit. Na, zum Glück war es Januar und zum Glück hast du dann Es lag Fullsuit draußen noch gekauft. Schnee, ja. Und der Ja. ist Du möchtest auch nicht im Rubber herumlaufen. Ne. Was? Im Januar mit Rubber? Ne, Nein, also im er Laden. war im Rubber Lab. Er hat es bei Blackstar gekauft Ach so, im Januar im Store und hat es dann abends gleich ausgeführt. beim Rubber Lab angehabt. Ja. Apropos Rubber Lab, fällt mir gerade so ganz spontan ein. Es gibt ja Rubber-Partys im Lab zum Beispiel. Gibt es denn auch, also im Lab zum Beispiel weiß ich definitiv, gibt es keine Lederpartys. Wir hatten es ja in der letzten Folge so ein bisschen mit reinen Lederveranstaltungen. Ja. Gibt es denn, ähnlich wie das Rubber Lab in Berlin, noch Lederpartys, die auf Sex ausgelegt sind? Also im Sinne von, wir hatten es ja auch, hat man am Ende in Leder Sex? Gibt es dafür reine Partys noch? Nee. Habe ich auch noch nie von gehört. Also Nee, mir wäre auch nicht so also weggelaufen. halt, wie gesagt, diese Leder-Social. Ja, ist aber eher wo Social. man Genau. Ja. bewegungsunfähig dann im Kreis Aber steht. das Rubber Lab ist ja wirklich, ich treffe mich im Laboratory in Berlin und wir haben da alle Spaß oder halt vielleicht auch nicht, aber die Möglichkeit ist da. Ja. Aber für den Lederbereich gibt's das, also nicht, nicht, dass es mir in Berlin über den Weg gelaufen wäre mal. Ja, gute Frage. Also ich besuche es auch nicht, Ja. muss ich Ja. sagen. Also es ist ja. Ist für jeden, genau, jeder wie er Bock Ja, hat. ja. Aber ich habe auch nichts gesehen dazu. Also auch Mich da, kannst wenn ja immer so am jemand. Tresen abstellen, Bier in der Hand und ich bin glücklich. Aber, So. ja. Aber auch da, wenn jemand für die Leder-Community wirklich Partys kennt, für die mal Bock haben, in Leder Spaß zu haben, Ja. wenn es da was gibt, schreibt uns mal. Also Ja. Berlin hat ja einmal im Monat dieses Black Weekend, wo sich die Leder-Community trifft, was auch sehr nett ist, weil es halt das klingt außerhalb cool. von Eastern und sowas Von den ist. großen Events ist. Ja. Was auch sehr gut besucht ist und da gibt es halt auch Veranstaltungen, gibt es Partys. Okay. Also das auf jeden Fall. Aber ich bin da überhaupt nicht Aber drin. es ist auch, also ja, ich, genau das, was wir auch in der letzten Folge schon hatten, eher dieses Socializing in Leder. ich rede ja so gerne. Das ist wirklich, Ja. ne? Völlig in Ordnung. Und Ja. ganz ehrlich, wenn man dann Bock hat, irgendwo jemanden mit nach Hause zu nehmen, kann man das ja auch immer noch privat machen. Dazu muss man dann nicht im Laboratory vögeln mit einem Fremden. Das muss ja jeder für sich entscheiden, wie er Bock hat. Nee, mag ich auch nicht. Ja, Also das ist, genau, jeder ist, wie er es braucht. Ich glaube, es gibt alle Möglichkeiten. Und auch im Lab zum Beispiel gibt es ja genug Partys ohne Dresscode. Also da könntest du theoretisch auch in Leder auftauchen. Bei einem normalen Freitag, sag ich mal, im Lab. das war ja so schön, als wir dann in diesem Booth waren und dann waren die ganzen, ich nenne sie trotzdem die Scherpenfamilie zusammen war und ich ohne. Ich so, ich darf hier in Darkroom. Ich so, juhu! Und du darfst ja mit Schärpe nicht in Darkroom. Also Darfst du wirklich? Nein. Man könnte ja sagen, man könnte ja. Könnte Bilder geben und sowas und keine Bilder mit einem Alkohol in der Hand und sowas. Also da gibt es dann schon Regeln? Da gibt's Regeln. Okay, dann bin ich jetzt ganz offiziell für eine Schärpe raus, denn ich möchte in den Darkroom gehen, wenn ich es möchte. Und ich möchte Alkohol trinken, wenn ich möchte. Und es geht um die Bilder. Du darfst Alkohol trinken, ja, aber und keine Bilder. davon dürfen auch gerne Bilder gemacht werden, wenn ich Spaß habe, in jeglicher Form. Aber jedenfalls bin ich dann in Darkroom rein und war schon so, nee, ist nicht meins und drehte wieder um und weg war ich. Also das ist nicht meins. Also ich mag das nicht. Also, Ja, du, alles gut. wenn der wildfremde Finger dann so, darf ich mal? Ich so, nee, lass mal. Alex fänd's geil. Bedingt. Man darf nicht zu sehr nachdenken. Ja, das stimmt. Also gut, ich Kopf bin aus. aber auch bis jetzt noch nie im Darkroom, also oft gewesen. Also in der klassischen Bedeutung eines Darkrooms. Ja. So. Ja, aber oh Gott, Also- jetzt driften wir aber echt vom Thema ab. Aber hattet ihr noch nie, dass ihr im Darkroom seid und dann geht der wieder raus und so, oh Scheiße, war das der gerade? Nee, hatte ich noch nie tatsächlich. Doch, Ich hatte das schon mal. Ich hatte das, also das war tatsächlich im Toms. Ja. Ja. Da war ich im Darkroom, also das war aber auch bis jetzt der einzige, gut, und im Slut bin ich da mal durchgegangen, aber tatsächlich im Toms, dann war ich da drin und eventuell war auch, naja, also eventuell waren da auch Dinge so. Dinge Im oberen Körperbereich in Öffnung drin. So.
Ihr könnt das jetzt selber ausmalen zu Hause. Ja, wir sind jetzt wirklich hier gerade, ich war gerade noch gar nicht so auf Wir sind hier ein Deep Talk unanständiger eingestellt. Podcast. Ich war gerade noch so ein bisschen so in diesem locker-flockigen. Jetzt ist auf doch einmal zack, locker-flockig bumm, geht's hier. wieder um Schwänze hier. Ja, mein Gott, du hattest einen Schwanz in den Mund. So, ich hatte einen Schwanz im Nenn's Mund. doch jetzt endlich mal beim Namen des Kind, Und ey. tatsächlich Zieh den Stock aus dem Arsch. ja, da waren dann aber noch andere, also den ich im Mund hatte, den kannte ich auch. So. Das muss man jetzt ja wirklich sagen. Den kannte ich wusste, wer das ist. Was hinterher komisch war, ich hatte mein Rubber Shorty an. Ich hatte mein Rubber Shorty an Ja. und dann ich hockte dort und es waren halt noch irgendwie 2, 3 andere auch um mich herum. Das habe ich mitbekommen. Und auf einmal spürte ich, wie irgendwie einer von links einfach auf meine Schulter raufspritzte und der ist einfach gekommen. Ja. Und dann dachte Passiert ich halt so, mal sowas. ja, dann dachte ich auch so, oh geil. Und dann habe ich, das war nämlich das, was ich meine, man darf nicht zu sehr nachdenken, weil dann habe ich angefangen nachzudenken, wer war denn das jetzt wohl? Und jetzt läuft dir die ganze Suppe hier runter. Du bist ja hier eigentlich zur Schwarz und Eng. Das war halt Schwarz und Eng Socializing. Ich dachte, wie unangenehm, jetzt komme ich hier gleich raus und mir läuft das Sperma hier runter. Und dann war es vorbei in dem Und dann habe ich so Moment. nachgedacht und irgendwann dachte ich so, okay, ja gut, dann war man da auch fertig. Und dann ging ich raus und war so als allererstes so erstmal da auf Klo gehen und mal kurz in den Abwischen. Spiegel gucken. Und dann stand ich dann, gut, War es denn Rubber? Was du ja, ich hatte Rubber, das war halt ist ein relativ Abwaschbad einfach. zum Ja, ich hatte Glück. ein bisschen Wasser und so wischiwaschi. Aber wirklich, es war in dem Moment ging so ganz viel los, weil ich dachte so, wer war denn das jetzt und wer hat mir denn jetzt auf die Naja, Schulter wahrscheinlich gespritzt? irgendjemand aus der Schwarz- und Eng-Truppe. An dem Weiß Abend. man Es gibt nicht ja mehr. auch Weiß ich andere nicht. Gäste Jetzt da. mal der glaube ich. Aufruf Ja. an euch, wenn hier jemand zuhört, der Alex mal auf die Schulter gespritzt hat, bitte meldet euch. Ich würde einfach Bild. gerne wissen. Mit Bild. Und wenn ihr mir mal auf die Schulter spritzen wollt, dann sagt Man auch kommt wer zu Bescheid. Schwarz und Eng am letzten Freitag im Monat ins Toms, Ja. dann könnt ihr Alex auch einfach mal gerne auf die Schulter spritzen. Also so viel zur Darkroom-Geschichte. Ja, Gut, hätten wir das jetzt auch wisst ihr schon auch wieder. Bescheid. Ja, Wundervoll. Also wie kriegen wir jetzt den Bogen zu? Weiß ich Pass nicht. auf, wir sind aber beim Thema Events im wahrsten Sinne, Ja. im entferntesten Sinne. Ich würde jetzt mal sagen, so ledertechnisch haben wir, glaube ich, jetzt in den 2 Folgen. weiß nicht. Oder hast du gerade Hast du noch irgendwas, irgendwas, was du wir von nicht Leder gesagt loswerden haben? musst? Gerade nicht, nein. Okay, dann schwenken wir jetzt von. Wir spritzen Alex auf die Schulter alle zusammen Den zum Alex. Thema, dem Alex hier, Genau. also dem Podcast Alex. Ja. Sind wir beim Thema Veranstaltungen im fernsten Sinne. Dann können wir jetzt noch einen kleinen Werbeblock Ja. einbauen. Rein zufällig habe ich was dabei. Du hast doch mal was vorbereitet. Genau, man kann ja herrlich. vielleicht einleitend sagen, ihr habt die letzte Folge mitbekommen, der Alex, also der andere Alex, nicht ich, der ist ja wirklich sehr, sehr aktiv und angetan. Für die und macht Community. viel für die Community. Ist das so? Ich wollte gerade noch welche Für alle, die Kamera? zugucken, Ja. er hält einen Flyer in die Hand. Ich lese ihn einmal vor. Es ist ein wunderschöner Flyer vom Hamburg Fetisch Social mit einem QR-Code, den ich euch jetzt leider gerade nicht vorlesen kann. Ja. Genau, Hamburg Viereck, Fetisch Viereck, Social. Viereck, Was Viereck. ist der Hamburg Fetisch Social? Das Hamburg Fetisch, der. Naja, Nenn das die ist ja das. das Projekt, das ich gerne machen wollte und das Ja. mache ich zusammen mit meinem Freund, dass wir Fetische zusammenbringen, dass da Berührungsängste abgebaut werden und dass wir einfach eine schöne Zeit haben. Ja. Und das ist, findet, also das letzte Mal im Jupiter, das war unter Heteros am helllichten Tage und die Heteros, die haben auch immer so rübergeguckt, so, was ist denn das und sowas. Aber es war super entspannt und die Veranstalter, die haben uns eingeladen. Ist ja immer schwierig, eine Location zu finden. So, ja, Ich hallo, muss wir kurz sind- einschieben, dass Jupiter ist in Hamburg eine Freifläche in der Innenstadt, in einem War, genau, das macht leider, jetzt zu. Das war ein ehemaliges Karstadt Stadt Sport. Sportsgebäude. Ja. Das hat die Stadt Hamburg angemietet als kreative Freifläche und da durfte die auch den Social machen. Genau, 2, 3 ganz Mal, glaube ich, ne? Ja. Ja, okay. Nur Genau, für die, ganz die oben. außerhalb von Hamburg Ja, sind, das hast Jupiter recht, nicht ja. kennen. Und nee, aber ich dachte, als wir das zum ersten Mal gemacht haben, so, oh Gott, wie viele Leute kommen dann? Wird das, weil du bist nicht in deinem Safe Space, sondern Ja. du machst Bist Hallo in der- auf dem silbernen Tablett. Das war ja stehst auch dann an da. einem Freitagabend, glaube ich. Freitagabend, 20 Freitagabend, Uhr. wo Ja. normale Leute auch im Jupiter Ja. waren, weil das ja eine kreative Freifläche ist, mit, Ja. mit Barbetrieb auch teilweise. Oder genau. Mit Kann man Barbetrieb auch, und Tanzfläche und, Ja. und Ach, das ist Tischtennisplatten irgendwie und vermischt am Kicker Ende. und sowas. Ja. Und das war so geil, es hat irgendwie funktioniert. Ja. Also die Leute, die Richtig hatten auch cool. richtig Bock, öffentlich ihren Fetisch zu zeigen, Ja. auszuleben. Und das schönste Kompliment war tatsächlich ein Herr, der dann auf mich zukam und gerade die Papis ziehen jetzt komplett die Aufmerksamkeit auf sich. Und er meinte zu mir, Bub,
ich finde es schön, euch zu sehen. Nämlich normalerweise sieht man euch einmal im Jahr zum CSD. Zum CSD, ja. Ansonsten seid ihr ja verschwunden. Ja. Und da dachte ich so, cool, so jetzt haben wir ja mal gezeigt, so wir sind Schön. trotzdem da und Ja. liebe Heteros und Ja. ich glaube, wir machen uns auch viel zu viel Tun auch keinem Sorgen. weh damit. Nee, überhaupt nicht. Ja. Und auch fand ich auch ganz süß, zwei junge Migranten, wo wir dachten so, oh Gott, wir machen die Stress, haben die, entschuldigen Sie bitte. Ich so, oh Gott, ja, okay. Du bist was, halt was alt. ist mein Sohn? Ja. Nee, und dann so, ja, und waren total neugierig, total süß und so, und dann so, und was ist, und warum tragen die jetzt so eine Wolfsmaske? Also die haben es ja gar nicht Ja. verstanden und sowas. Ja. Aber süß, dass sie wir nachfragen. würden, ja, total lieb. Und wir würden gerne mal einen fragen. Ja. Das kann ich so, komm mal her. Man kennt ja schon Süß, einige. cool. Und dann Voll kam dann rüber und sehr hat es respektvoll. ganz respektvoll erklärt und ich Das ist es ja so, eigentlich. so muss es ja eigentlich Genau, auch laufen. Fetisch mehr in die Gesellschaft reinholen und nicht als komplett am Rand wir ja auch. lassen. Genau, Ja. also es salonfähig machen ist ja so ein bisschen Ja. Salonfähig machen das, was ist wir unser immer Motto. sagen. Ja. Finde ich total toll. Tolle Sache. Ja, Wenn ich die Termine gerade hier so sehe, Ach so. auf dem Flyer, Hamburg Fetisch Crawl, ich lese sie mal vor, Ach so. 28.06. Genau, Hier, aber das ist Fetisch Crawl. Hamburg Fetisch Crawl. Schatz, das ist heißt ja schon wieder was anderes. Da habe ich, Ja. ich weiß, das ist was anderes, aber Ja. das habe ich hier auch schon die ganze Ja. Zeit an mir hängen, diesen wunderschönen Beutel. Das gehört ja auch so ein bisschen zu dir, Fetisch Genau, Crawl. hast das ja haben mit wir von übernommen. Freunden Ja. übernommen Genau. nach 9 Jahren. 28.06. hätten wir noch einen Termin. Das wäre ein Samstag offensichtlich. Was ist denn da sonst noch am 28.06.? Ah, Ja. da kommen wir gleich zu. Halt es für dich einmal ganz kurz zurück. Dann hätten wir noch den 13.09. und den 6.12. Genau. Immer samstags in Hamburg. Dazu gibt es auch ein Instagram. Auch den QR-Code werde ich wieder nicht vorlesen. Ja, aber und- genau, und ist halt ein eins noch so? Pub-Crawl und man zieht durch mehrere Bars durch, ne? Genau. Genau. Ja. Und das andere ist mit GPS-Tracking, dass wenn Nachzügler gibt, damit die immer wissen, wo wir schon Nein, sind. wie geil ist das denn? Ist ja mega schlau. Ja. Das ist genial. Ja. Praktisch. Also, das ist wirklich praktisch. Ja, aber das ist mein Freund, der hat immer so geile Ideen. Das ist Ja. wirklich eine geile Idee. An dem Ja. Abend zu sagen, in welcher Bar sind die gerade, ich Ja. zieh nach. Ja. Ja. So, und was ist denn jetzt am 28.06.? Meine Augen leuchteten ja förmlich schon. Kommen wir da noch abschließend Genau, hinzu. und das ist so ein Projekt, das haben wir mit Dominik, Schwarz und Eng. Unser Den hab ich Namensgeber quasi auch, Ja, der ja. liebe Dominik. Ich habe mit dem Grüße. gesprochen und er so, lass mal wieder was machen. Und dann standen alle Termine schon fest. Also es ist ja von Leather Social Hamburg, Schwarz und Eng, Fetisch Crawl und Fetisch Social. Ja. Und rein zufällig war alles an einem Wochenende. Ja. Und dann habe ich gesagt, wieso bündeln wir das Ganze nicht irgendwie an einem richtig geilen Wochenende und dann machen wir zusammen was. Und dann haben wir hier das Beste aus Hamburg hier, das Beste aus Hamburg aus der Social-Ecke und haben hier Für die zugucken. für die zugucken, Aber ja, ansonsten, kannst schön ansonsten vorlesen. wäre das ein Programm tatsächlich für das letzte Juni-Wochenende vom Genau. 27. bis 29.06. Ein wirklich umfassendes Programm in allen möglichen Bars und Clubs in Hamburg. Es ist einmal natürlich der letzte Freitag im Monat. Ja. Somit ist auch die Schwarz und Eng im Toms. Und danach im Anschluss die neue Party Balls im Lakova. Ja. Und am Tag darauf auch volles Programm tatsächlich im Tom's Saloon, in der Slut Bar, in der Daddy's Bar. Und am Sonntag im Endeffekt auch nochmal ein Leather Social. Und im Endeffekt auch Ausklang im Slut. Also volles Programm. Ja. Die komplette Fetisch-Community in Hamburg. Hoffentlich. Das wäre mega. Also, Naja, das ist ja alles so konzipiert, dass, sagen wir mal, wenn 40 Leute da sind, ist es lustig. Wenn 60 Leute Ja. sind, wird es noch lustiger. Und wenn es 80 ist. Also wir haben da jetzt nicht so den Druck, dass wir Ja. jetzt die volle Hütte haben müssen. Und für jeden ist was dabei. Das finde Ja. ich irgendwie ich wollte gerade ganz sagen, cool. also es ist vom Programm her Ja. über alle Tage hinweg, auch was die Locations angeht, alles Verschiedene dabei, dass man sich irgendwo wohlfühlen kann. Also Ja. für die wirklich zum Beispiel Bock auf ein bisschen Action haben, kann man ins Toms gehen oder auch eben ins Slut oder halt nur in Anführungszeichen zum Social gehen an einem Abend, wenn man eher Bock auf ein bisschen Kommunikation hat. Oder halt den Fetisch-Crawl mitmachen an einem Samstagabend, den wir gerade schon hatten. Also
ist einfach für alle was dabei. Und vor allem, was ich so cool finde, was ich schon meinte, du kommst an und sagst, so, wir sind eine schwule Truppe, wir suchen eine Location. Ja, finden wir super. Fetisch. Ihr passt, glaube ich, nicht so ganz rein. Und dann gibt es so Vorbehalte. Und dort waren alle sofort Feuer und Flammen und haben mitgemacht und sagen, nee, finden wir cool, dass da was ist. Und die freuen sich total, dass sie dann mit teilnehmen. Und wir haben auch vorne... Selbst das Kitty Woo steht mit drauf. Das ist eine und die M&V-Bar. Ich bin begeistert. Da treffen wir uns ganz am Anfang. Ja, finde ich mega, weil das sind einfach zwei meiner Lieblingsbars in Hamburg auf der Langen Reihe. Ja. Der schwule Hotspot in Hamburg, sage ich mal, die Lange Reihe, für die nicht aus Hamburg kommen, aus dem Norden. Und das sind einfach zwei, ich sag mal, normale, nicht Fetisch-Bars, die aber sehr offen dafür sind, weil der Social öfters auch schon mal vor Ort war oder halt die Crawls einfach als Station gemacht haben. Und dass die auch offiziell hier mit dabei sind, finde ich total cool. Ja. Als Station. Richtig geil. Schöne Sache. Genau, und dann kann man das ja jetzt schon sagen, dann zum August zur Pride. Da wird auch was Großes passieren. Darf man das schon sagen? Ja, nee, also das eine darf ich ja auf jeden Fall schon sagen. Das eine darfst du auf jeden Fall sagen. Das ist gerade, weil es ja auch auf den Gay Prides oder Queer Prides, was sagt man heute? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich queer, ne? Ja, bestimmt. Ja, auf der Pride. Egal. Ne? Wo wir uns treffen und demonstrieren jährlich, dass da einige tatsächlich Probleme hatten mit Fetischmenschen. Also da war Bremen, da haben die wegen Vermummungsverbot durften die Puppies nicht mitlaufen. Und dieses Jahr ist der Bielefeld, die Organisatoren sagen, Fetisch sei eine, wie hieß das? Sexualisierte Gewalt. Sexualisierte Gewalt. Ja. Und ich dachte so, nee, also hat es ja nun überhaupt nichts damit zu tun. Brandy. Und so cooler ist es jetzt, dass in Hamburg mit dem Hamburg Fetisch e.V. es eine Musikinsel geben wird, wo Schwerpunkt Fetisch stattfinden wird. Also da wird es einen Anlaufpunkt geben für alle Fetische, weil es wurde, ne, man ist mitgelaufen und dann, wo soll ich denn hin? Sondern, dass man da jetzt so einen Anlaufpunkt hat und sagt, okay, da können wir uns jetzt alle treffen und auch wieder Safe Space und dann könnt ihr rumlaufen, wie ihr wollt. Ja. Und vor allen Dingen, was man dazu sagen kann, die Position, ich finde die Position jetzt schon super von dieser Musik. Die offiziell? Die ist offiziell. Die ist tatsächlich, wenn ihr, für alle, die aus Hamburg kommen, wenn ihr wisst, wo die Binnenalster ist, natürlich da, wo alles drumherum stattfindet und ihr kommt quasi die Alster runter auf den Apple Store zu und steht vor der Europapassage, genau in dieser Kurve, genau das dort entsteht es. Es gibt, glaube ich, keinen prominenteren Ort als die Ecke von der Europapassage. Richtung Richtung Steg, direkt Jim davor. Blockhaus. Da. Also prominenter kann man eigentlich gar nicht stehen. Ich finde das sowieso eine tolle Ecke, weil man hat den perfekten Blick auf diese Alster und kann da alles schön sehen. Ich bin da auch total Feuer und Flamme. Und als ich das gehört habe, dass das da losgeht, war ich auch sofort, okay, können wir eventuell auch, ich sag mal, hier als Firma unterstützen. Also auch wir werden dort unseren Beitrag machen. Eventuell hängt da auch ein Logo von unserer Firma, wenn ihr es seht. Einmal einen Daumen da lassen. Danke. Nee, aber ich finde es tatsächlich eine ganz tolle Sache und ich finde auch da wieder, Fetisch darf und sollte auch einfach sichtbar sein. Nicht also nur in Hamburg auf jeden Fall sehr deutlich. Jetzt genau, und ich finde, Hamburg Juni hat jetzt, und im August. Überleg mal, was Hamburg jetzt... Stimmt, das haben wir auch noch gar nicht erwähnt. Das Wochenende darauf soll es auch ein Fetisch-Weekend geben. Genau, also nach dem Hamburger CSD-Wochenende wird es nochmal ein Fetisch-Weekend geben. Da muss man auch sagen, hier das Team vom Toms zum Beispiel, vom Toms Saloon, ist da ja auch wirklich... Es gibt jetzt diese Neon Kings King Party, die ist ja auch nochmal... freitags jetzt irgendwann im Monat, ich kann gerade nicht genau sagen wann, aber die ist zusätzlich zu Schwarz und Eng. Die ist übrigens sehr lustig. Ich war da und die Leute, die waren auch so kreativ und haben dann alles angezogen, was irgendwie leuchtet. Geil. Und wirklich, die haben so eine Beleuchtung dann schon installiert mit Schwarzlicht. Geil. Also das wird jetzt kein Schwarz und Eng, sondern irgendwie weiß und eng. Weiß und leuchtend. Ja. Und der Vollständigkeit halber noch, weil ich einfach auch diese Party toll finde, am 21. Juni in Hamburg, da bin ich leider nicht da, ist die MOG wieder auf einem Schiff. Ja, und das war letztes Jahr im September, war das ein unvergleichbares Event. Von daher für jeden den Tipp, der es schafft, kommt zum 21. Juni auch nach Hamburg, genauso wie das Wochenende drauf. Ja. Ich muss noch Tickets kaufen, fällt mir gerade auf. Ich habe das immer noch auf der To-Do-Liste stehen. Und ich bin nicht in Hamburg, ich könnte heulen. Ja, und ich bin tatsächlich nicht, es liegt nicht an Berlin ausnahmsweise. Ich bin einfach nicht mal im Land. Ach Gott. Ja.
Ja, gut, ja, dann dann Ja, dann Pech. kann man dir auch nicht mehr helfen. Ja, kann man auch nicht, wirklich. Das ist leider einfach nur Pech. Ja. Ja, aber trotzdem muss man noch dazu sagen, es gibt ja auch andere Städte mit ganz tollen Projekten. Also Stuttgart zum Beispiel hat ja jetzt ihr Maiwochenende, auch die Wahl von Mr. Fetisch Baden-Württemberg. Ah, die machen auch ihre Wahl an dem Wochenende. Das ist auch an dem die Wahl, Maiwochenende. ja. Die haben die Wahl. Genau, Offensichtlich. dann kann ich auch Bremen weiterhin unterstützen, dass die da Also man kann ihre gut Partys haben. rumkommen. Ja, Aber also man muss halt wirklich. auch noch dazu sagen, es wird jetzt reiseintensiver die nächsten Wochen und Ja, Monate. Die jetzt ist- CSD-Saison ja, kommt. ja. Der deswegen- Sommer kommt, die CSD-Saison kommt, der dunkle Winter ist vorbei. Ja. Es gibt Man geht en masse wieder Events. raus. Wir können jetzt wieder ständig berichten von irgendwas. Allein schon von den ganzen CSDs, die jetzt anstehen. Und dann in Kombination die Fetischwochenenden. Also ich Ja. glaube, da ist dieses Jahr ist echt, also man müsste sich fast schon zerteilen. Ja, das ist wirklich viel los. Echt viel ja. dabei, Ja. viel los. Also von daher, glaube ich, ein perfekter Abschluss, oder? Haben wir auch schon wieder fast. Nee, wir haben schon wieder eine Stunde gesammelt. Wir haben schon wieder eine Stunde voll. Ich heule. Es ist gigantisch. Wir, Ja, haben wir wir wollten nur mal eben eine kurze Folge aufnehmen. Zum Waschen, ne? Schneiden, ne? Was auch Ja. immer. Also, Ja. ihr habt jetzt 2 Stunden lang geballten Inhalt zum Thema Leder gehört. Ich glaube, jetzt ist jeder aufgeklärt, hoffentlich. Wenn es noch was gibt, was wir vergessen haben, schreibt uns unter. moin@schwarzundeng.de. Dort sind wir natürlich dann per E-Mail erreichbar. Dort könnt ihr uns sehr gerne schreiben. Oder bei Instagram. Oder auf Instagram schwarzundeng.podcast. Dann machen wir noch eine 3. Folge sonst irgendwann mal. Auf So jeden wie wir Fall. zum Thema Rubber Ja. noch mal eine 2. Folge irgendwann machen. Da haben wir auch schon gesammelt. Und ansonsten, glaube ich, können wir uns bedanken für die kompetente Unterstützung hier. Danke für die dass du da Einladung. warst. Mega, mega, mega. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ich glaube, wir haben wirklich viel Infos auch verteilt. Und Ja. ich habe auch was gelernt, ausnahmsweise. Das ist gut. Das ist gut. Wir wollen ja auch Wissen mitnehmen. Also du Ja. und ich und Jetzt alle. muss ich noch warten, bis ich 40 bin und dann kann ich mir auch Leder kaufen. Ich werde dich beraten. Danke. Also tatsächlich- Reden wir in 7 Jahren also nochmal. Also ich sehe es auf jeden Fall, dass ich das auch definitiv vielleicht sogar auch kurzfristig mal ausprobieren werde. Ja, wieso Also nicht? ich könnte es mir Für vorstellen, dass ich doch mal vielleicht losziehe und mal testweise es anziehe. Lieben wir. Wenn du mal wieder irgendwann in Berlin bist. Oder Ja. bei Mr. Chaps in Hamburg. Ich wollte gerade sagen, da gibt es ja genug Auswahl. vielleicht schaue ich da mal vorbei. Das, Wir schauen mal, was wird. ne? Was wird? So, damit haben wir auch alles jetzt abgefrühstückt, diese Folge. In diesem Sinne, Wir verabschieden uns bis zur Folge 17. 18. Die nächste Folge ist 18. Das Ja, war Folge 16.3. 17. 16.2 hatten wir jetzt, ja. Das Spiel spielen wir jetzt nicht. Danke. Danke fürs Einschalten, danke fürs Dranbleiben, danke fürs Kommentieren, Melden, Schreiben und alles, was dazugehört. Ihr Und seid toll. bis demnächst. Wir sehen uns, wir hören uns.